Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Die Idee für die heutige Folge stammt von Lila Keks. Sie möchte wissen, wie man mit der Fellnase stressfrei umzieht. Wenn ihr auch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns doch mal eine Mail und schickt uns gern auch dazu die Bilder und Videos eurer Fellnasen, wenn ihr sie einmal in einer Folge von uns sehen wollt. Wenn ihr mögt, schaut mal in unserem Shop vorbei und empfehlt ihn gern weiter, um uns zu unterstützen. Zum Schluss gibt es dann wie immer unser Rätsel für euch und wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch kostenlos Majas Kanal. Tag für Tag verschwinden Gegenstände aus dem Revier und die Wohnung sieht immer anders aus. Die Menschen sind gestresst und keiner hat mehr Zeit zum Schmusen oder Spielen. Dieser Umzugsstress überträgt sich auch auf die Vierbeiner. Dazu muss es nicht kommen. Wir helfen euch und euren Fellnasen durch die turbulente Zeit. Revierwechsel bedeutet puren Stress für unsere ortsbezogenen Samtpfoten. Empfindliche Reaktionen auf Umgebungsveränderungen können die Folge sein. Daher ist das oberste Gebot bei einem Umzug, den Stress für die Schnüffelschnute so gering wie möglich zu halten. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten: die sanfte und langwierige Methode und die unsanfte und sehr häufig gebrauchte Methode. Bei der sanfteren Methode wird Katzi bereits vor dem Umzug langsam aber sicher an die neuen Räumlichkeiten gewöhnt, indem sie mindestens zweimal wöchentlich per Transportbox zur neuen Wohnung oder zum neuen Haus gefahren wird. Dort darf sie dann in aller Ruhe die neue Umgebung erkunden. Sofern Stressanzeichen wie Hecheln oder Sabbern festgestellt werden, wird Katzi wieder nach Hause gebracht. In den meisten Fällen kommt diese Variante aufgrund der äußeren Umstände, Entfernung zum neuen Wohnort oder Zeit nicht in Betracht. Und so kommen wir zur zweiten Variante. Hierbei ist eine lange und gute Vorplanung wichtig. Katzi merkt lange im Vorfeld etwas von den anstehenden Veränderungen. Gebt ihr dann mehr Zuwendung, Kuscheleinheiten und Spielzeit. Damit beruhigt ihr das aufgewühlte Katzengemüt. Damit ihr selbst nicht in Stress geratet, haltet ausreichend Katzenstreu und Futter im Vorfeld vor. Macht euch möglichst früh Gedanken zu den Aufstellorten der Futternäpfe, Trinkgefäße und Brunnen sowie zum Katzenklo und allen anderen Katzenutensilien. Versucht, sie möglichst in den gleichen Räumen wie in der bisherigen Wohnung unterzubringen. Beispielsweise die Futternäpfe in die Küche und die Katzentoilette ins Bad. Das sorgt für eine schnellere Eingewöhnung. Für die Zeit des Umzuges quartiert ihr euren Salonlöwen am besten bei Freunden oder in einer Katzenpension ein. Das ist zwar auch nicht gerade angenehm für den lautlosen Jäger, aber weniger belastend, als den Umzug direkt miterleben zu müssen. Daher der Leitsatz: Je weniger Katzi mit dem Umzug zu tun hat, desto besser. Sind Freunde oder Pensionen nicht verfügbar, so gesteht eurem Fellball ein eigenes Zimmer zu. Hierzu sollte niemand am Tag des Umzuges Zugang haben, damit Katzi nicht in Panik die Flucht antritt oder gar im Umzugskarton eingepackt im Transporter mitfährt. Notfalls nutzt ihr hierfür euer Bad. Bei Angst vorm Eingesperrtsein solltet ihr in diesem Raum füttern. So wird mit diesem Raum etwas Positives verknüpft. In der Zeit, in der euer flauschiger Mitbewohner den Rückzugsort bewohnt, solltet ihr so viel wie möglich Zeit mit ihm verbringen. Zur Beruhigung empfiehlt sich Feliway 2 Wochen vorher einzustecken und wirken zu lassen oder Bachblüten vom Tierheilpraktiker ebenfalls bereits 2 Wochen vorher zu verabreichen. Für Notfälle gibt es beim Tierarzt ein Reiseberuhigungsmittel für Katzi. Zieht ihr innerhalb Deutschlands um, war es das schon mit den Vorbereitungen. Zieht ihr jedoch innerhalb der EU um, muss Katzi geschippt sein, einen Heimtierausweis haben mit der Chipnummer und eine aktuelle Tollwutimpfung. In Irland, Schweden, Malta und Großbritannien muss zusätzlich eine Zecken- und Echinokokkenbehandlung erfolgt sein. In der Schweiz ist darüber hinaus eine Tollwutbestimmung in einem zugelassenen Labor Pflicht. Organisiert euch Kontaktdaten von den hiesigen Tierärzten. Tragt beim Umzug erst zum Schluss alle Katzenutensilien aus dem Katzenraum ins Auto. Eure Katzi ist dann in der Transportbox als letztes an der Reihe. Sie fährt dann bei euch im Auto und keinesfalls im Transporter mit. An Ort und Stelle angekommen habt ihr die Katzenutensilien gleich griffbereit und könnt sie in einem separaten Raum am künftigen Wohnort aufstellen.
So hat Katzi die gewohnten Dinge im Ankunftszimmer gleich verfügbar und es erleichtert ihr den Einzug. Bitte diese Gegenstände nicht reinigen, damit so viel wie möglich gewohnter Geruch mit einzieht. Die Renovierung sollte lange abgeschlossen sein und starker Renovierungsgeruch vermieden werden, wenn Katzi das erste Mal aus dem Einzugsraum in die Wohnung geht. Stellt ausreichend Kratzbäume und Katzenmöbel in jedem Raum auf. Das verhindert Urinmarkieren und animiert zum Kratzmarkieren. Außerdem schont es Möbel und Nerven. Verbringt Zeit mit eurem Fellball. Erkundet gemeinsam die Wohnung behutsam Raum für Raum. Lasst den Rückzugsraum, den Einzugsraum offen und immer erreichbar. Das schafft Sicherheit. Um Katzi aus der Reserve zu locken und ihre Angst zu lösen, hilft es, wenn Katzenminze in der ganzen Wohnung verteilt wird. Das lenkt ab und sorgt für Glücksgefühle. Bringt ein Schild oder Schilder an, damit die Nachbarn und gegebenenfalls die Feuerwehr wissen, dass nicht nur ihr, sondern auch Fellnasen eingezogen sind. Aktualisiert die Adresse auf der Tasso bzw. eurer Haustierregistrierungsseite. Seid nachsichtig, wenn es zu stressbedingter Unsauberkeit, Sabbern oder Haarausfall kommt. Gebt eurem Fellball dann viel Liebe und Zuwendung. Damit signalisiert ihr, dass alles in Ordnung ist. Schafft Vertrautheit mit alten Katzenmöbeln. Erneuert sie lieber später nach und nach. Dann ist der Veränderungsschock für den Vierbeiner nicht so groß. Immer schön auf Futter und Spielrituale achten und einhalten. Das verringert massiv den Katzenstress. Ist eure Katze Freigänger, so sollte sie erst heimisch in der Wohnung sein, bevor ihr sie herauslasst. Empfohlen werden 4 Wochen, wir denken aber mit 8 Wochen seid ihr auf der sicheren Seite. Alternativ zum allein herauslassen könnt ihr mit eurem flauschigen Liebling auch gemeinsame Spaziergänge machen. Idealerweise mit einem Katzengeschirr. Denkt auch an einen hundesicheren Rückzugsort im Garten oder Hof der neuen Wohnung bzw. des Hauses. Ist Freigang nicht möglich, weil beispielsweise eine Straße oder ähnliches dies verhindern, so versucht stattdessen gemeinsames Gassigehen an der Leine oder einen gesicherten Balkon oder Hof zu nutzen oder Klettermöglichkeiten in der Wohnung zu schaffen. Vielleicht auch eine Katzenwiese mit viel Katzengras in den heimischen Wänden anzubieten oder einen echten Baumstamm zum Klettern, Schnüffeln und Kratzen aufzustellen. Spielt viel und ausgiebig, sonst beschwört ihr Protest herauf. Ist keine Katzenklappe mehr möglich, so lasst euren Stubentiger nachmittags raus. Seht dann im Treppenhaus nach, ob Katzi wieder rein will. Das ist besser, als ganztägig ausgesperrt zu sein. Mit Vermietererlaubnis könnt ihr eventuell durch einen Fenstertausch den Katzenklappeneinbau ermöglichen. Mit einer Katzenleiter zum Fenster gelingt dann auch der Zugang zur Wohnung. Läuft Katzi dann zum alten Revier zurück? Sofern ihr mindestens 5 Kilometer weit wegzieht, ist diese Angst eher unbegründet. Hinterlasst vorsichtshalber dennoch die neue Anschrift beim alten Nachbarn, falls Katzi dort auftaucht. Verlegt zur Vermeidung von zu weiten Erkundungstouren die Fütterungszeiten vorerst auf einmal täglich nachmittags, auf die Zeit nach der Rückkehr vom Freigang. Damit verknüpft Katzi das neue Haus bzw. die Wohnung mit Futter. Das steigert die Attraktivität in Katzenaugen erheblich. Nehmt eure Fellnase in der ersten Zeit nachts mit rein. Das verringert ebenfalls die Chance, dass die Samtpfote Fluchtambitionen zeigt. Eine kleine Checkliste mit allen Punkten haben wir euch in die Beschreibung gepackt. Und das war es auch schon wieder für heute. Wenn ihr noch Fragen, Tipps oder eine Geschichte zum Umzug habt, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch und teilt uns. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya die Kette bzw. Fahrradkette. Ihr habt wieder mitgerätselt und es herausbekommen. Wunderbar. Das nächste Rätsel hat es wieder in sich. Was ist voll so schwer, als wäre es leer? Was ist gefüllt, nicht halb so schwer, als wäre es leer? Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare. Genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen oder per WhatsApp schreiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über Patreon. Der Link ist in der Beschreibung. Danke an alle Unterstützer. Wenn ihr nichts mehr von Maya und Mokka verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt eurem Maya-Abo einen auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.